Okay, Kameras laufen schon? Echt? Ja, klar. Dann, worauf warten wir noch? Ja. Schön, dass du da bist. Heute geht es bei Tiama und du um Fremdenergien. Und leider ist das Thema Fremdenergien in der spirituellen Welt oft ein unterschätztes Thema. Dabei können uns Fremdenergien sehr, sehr stark beeinflussen und uns auch bei der spirituellen Entwicklung stark einschränken, beschränken oder sogar ganz daran hindern. Es gibt verschiedene Arten von Fremdenergien. Zum Beispiel Fremdeinwirkungen wie Bestrahlung, das ist in unserer digitalisierten Welt eigentlich überall. Es gibt Fremdbeeinflussung, das sind Gedanken oder Konzepte, die einem von außen eingegeben werden und man denkt aber, es wären die eigenen. Es gibt nicht wesenhafte Fremdenergien, wie zum Beispiel Implantate, die in unserem Energiefeld dann sitzen oder auch Flüche. Und es gibt wesenhafte Fremdenergien. Und da geht es los bei erdgebundenen Seelen von Verstorbenen. Es gibt niederschwingende, feinstoffliche Fremdenergien. Es gibt auch Fremdenergien im dämonischen Bereich oder was wir dämonisch nennen. Und es gibt aber auch Fremdenergien, Besetzungen durch Außerirdische. Und dazu kann euch Sherina heute einiges erzählen, und zwar aus erster Hand, aus eigenen Erfahrungen. Sherina ist spiritueller Orientierungscoach und sie lebt in Wien. Und ich bin heute hier im Café Museum in Wien zu Gast bei Sherina. Und ja, Sherina, erzähl doch mal, wie das bei dir so war und warum du jetzt dieses Video machst, warum du an die Öffentlichkeit gehst damit. Ganz gerne mache ich das. Ich habe ein Interview von dir gesehen, wo du über Fremdenergien mit Namabain Taras gesprochen hast. Und das hat mich irgendwie auch ein bisschen inspiriert. Ich dachte mir, wenn es schon mal so ein Thema ist und ich wollte über das erzählen irgendwann einmal, dann dachte ich mir, das ist vielleicht schon an der Zeit. Ich muss auch gleich dazu sagen, es ist für mich nicht so leicht, darüber zu sprechen, nachdem dieses Thema gar nicht so verbreitet ist. Und man kann auch ausgelacht oder nicht verstanden werden dadurch. Und deswegen hoffe ich, dass nur jene dieses Video anschauen, die diese Information auch einigermaßen verdauen können, die auch wirklich zuhören können, ein bisschen sich mit mir verbinden können und schauen, ob ich ja jetzt nur was erfinde oder ob das wirklich so war. Meine Motivation ist auch, dass ich das Thema der Besetzung einfach ein bisschen demystifiziere. Weil wenn man das Wort hört, dann denkt man sofort an irgendwelche Menschen, die komplett neben sich sind und überhaupt nicht mehr wissen, wer hat den Zügel in der Hand. Es ist dem aber in der Realität gar nicht so. Das kann wirklich sehr subtil sein, dass man das vielleicht kaum merkt oder man weiß davon gar nichts. Und das ist auch eben eine meiner Motivationen, dass ich vielleicht mit meinen Inputs, vielleicht einige von euch werden erkennen, okay, vielleicht ich könnte auch sowas haben. Oder vielleicht jemand, den ich gerne habe, hat sowas. Und vielleicht verstehst du dann den anderen besser. Also das motiviert mich heute. Und ich möchte auch gleich vorweg sagen, du kannst auch deine eigenen Reaktionen schauen. Was geht in dir los, wenn ich gewisse Dinge anspreche? Ja. Und auf das kommen wir, glaube ich, noch später. Ja, da kommen wir wie sicher. das alles irgendwie in uns aufgesetzt ist. Ja, und das ist ja auch so, ich hatte bis vor einigen Monaten noch wenig Erfahrung mit verschiedenen Fremdenergien. Und inzwischen habe ich so viele Arten kennengelernt, die man auch gar nicht alle haben will. Ne? Manche sind eben weniger, ich sage jetzt mal schlimm, die greifen nicht so stark ins eigene Leben ein und andere aber sind eben etwas extremer. Und da braucht man auch gar keine Panik haben oder Angst, weil es gibt für alles auch eine Lösung. Also wirst du uns dann auch erzählen, wie du damit umgegangen bist. Bin ich schon gespannt, weil im Vorgespräch haben wir zwar ein bisschen was drüber geredet, aber ich habe noch nicht alles erfahren. Und ja, also seid bitte offen
und hört euch das mal hier an. Es ist sehr interessant. Genau. Also es geht um Besetzung durch Außerirdische. Jetzt ist das ja auch so ein Thema, wo viele vielleicht sagen, ja, Außerirdische gibt es gar nicht. Oder die wollen uns nur helfen. Oder was sind es denn überhaupt? Erzähl doch mal ein bisschen, was sind für dich Außerirdische? Welche Bekanntschaften hast du schon gemacht? Was weißt du ein bisschen, dass man das einordnen kann? Ja, erstens mal, wenn man denkt, dass die Menschen halt die höchst entwickelte Wesen in diesem Universum sind, man braucht nur auf die Straße schauen und man kann sehr schnell feststellen, wenn das so wäre, dann wäre wahrscheinlich dieses Universum gar nicht so schön zusammengebaut, oder? Das ist so für mich der erste Beweis dafür, dass es halt auch vielleicht andere Intelligenzen gibt, die da einwirken. Und das Zweite ist, es gibt schon auch eine Welt abseits von unserem wahrnehmbaren, mit Sinnen wahrnehmbaren Bereich. Das brauche ich, glaube ich, nicht erzählen, weil irgendwie das Handy kann das Internet empfangen, wir haben so Remote Control und deswegen, ja, es gibt etwas, was man mit den normalen Sinnen nicht fassen kann. Und so kann man sich auch eigentlich diese Wesenheiten vorstellen, dass sie halt nicht in unserer Dimension Gestalt annehmen. Einwirken können sie aber schon und wir werden bald hören. Ja, das ist mit der feinstofflichen Ebene, was wir nicht sehen können, was wir nicht beweisen können. Es ist trotzdem da. Und was in unserem Energiefeld eben auch feinstofflich passiert, wirkt sich ja auch auf unseren Körper aus und auf unser Denken und auf unser ganzes Wesen. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass jetzt irgendwo ein Außerirdischer in deinem Feld, in deiner Energie, dann kann der ganz schön Raum einnehmen. Sherina, wie ist denn dein Leben mit der Besetzung, von der du ja gar nichts wusstest, verlaufen und was sind so typische Anzeichen für eine Besetzung? Ich hatte das sehr lange, das muss ich gleich dazu sagen, über 30 Jahre lang. Und wenn du dich nicht anders kennst, dann kommst du nicht so unbedingt drauf. Es ist ja auch irgendwie zu unterscheiden, weil es ist im Zuge meiner spirituellen Entwicklung hat sich herausgestellt, dass ich sowas habe. Ich habe dann sehr viel gemacht, alleine schon an Ego abbauen, Traumata auflösen und. Und es ist auch nicht immer so leicht zu unterscheiden, was war halt das Wesen und was haben diese ganzen anderen Dinge, die ich gemacht habe, bewirkt. Aber ich versuche das auseinanderzuhalten und mich jetzt in diesem Interview wirklich auf die Wirkungen von dem Wesen zu fokussieren. Also was ich definitiv dem zuschreiben kann, ich habe als Kind schon irgendwie immer mich fehl am Platz gefühlt. Ich wollte, egal wo ich war, ich wollte immer woanders sein. Und ich habe zwar eine große Familie, aber ich habe nie wirklich so eine tiefgehende Beziehung oder Verbindung mit meinen Geschwistern und Eltern erleben können in Wahrheit. Und ich wollte immer irgendwie woanders sein einfach. Also das war ein wesentliches Zeichen dafür. Und das hat natürlich auch bewirkt, dass ich all das, was ich hatte, nicht schätzen konnte. Ich wollte immer was anderes, was mehr, was weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, was ich wollte, aber auf jeden Fall, das hat nicht gepasst, was ich hatte. Das andere, wegen fehlender Verbindung mit Mitmenschen. Also ich hatte kaum Zugang zu meinen Gefühlen.
Und das ist ein definitives Zeichen für so eine Besetzung. Und dadurch, dass ich kaum fühlen konnte, musste ich halt alles immer mit dem Verstand irgendwie herausarbeiten. Und ich war sehr viel auf der logischen Ebene und sehr zack, zack, starr und alles mit Logik lösen und Argumente finden. Und ja, das war wirklich... Ganz kopfgesteuert. Genau, kopfgesteuert, danke für den Begriff, genau. Ich kann mich auch erinnern, ich habe nicht verstanden, warum meine Eltern mich erzeugt haben, weil sie haben nichts davon. Ich koste was, sie müssen sich um mich kümmern, sie mussten halt früh aufstehen, um mich zu füttern, weiß ich nicht. Und ich habe das nicht verstanden einfach, weil mit Verstand verstehst du sowas nicht, das geht über die Liebe halt. Oder ich hatte auch einen sehr, sehr starken Bewegungsdrang. Also wenn ich keine Sportlerin gewesen wäre, ich hätte wahrscheinlich in der Schule gar nicht leisten können. Ich hatte immer eine überschüssige Energie in mir. Ich musste das immer loswerden, sonst war ich nicht ruhig. Und alleine dann war ich schon nicht ruhig. Und ich war wirklich, wie alt war ich, 36? Wenn ich drauf gekommen bin, dass meine Komfortzone war, damals immer unterwegs zu sein, nie Pause machen. Und schon als Kind bräuchte ich nicht mehr als 6 Stunden Schlaf und ich war wirklich hyperaktiv. Es ist eine andere Frage, dass ich das oft auch in positive Dinge kanalisiert habe, Gott sei Dank. Also so schlimm war das bei mir halt nicht. Aber das war ja für mich normal, dass ich um 6, 7 aufstehe, Schule, dann trainieren gehe und um 9 vielleicht komme ich daheim an und dann muss ich noch was lernen. Und so lief mein Leben ab und für mich war das ganz natürlich. Und später habe ich erkannt durch meinen Freund, dass andere Menschen vielleicht mehr Ruhe brauchen und Pausen und so. Das war für mich überhaupt kein Problem. Hast du da viel über dich selbst nachgedacht oder das gar nicht so in den Fokus gestellt? Natürlich denkst du über dich viel nach, schon seit dem Teenageralter vor allem, wo du halt dich veränderst und irgendwie dich mehr und mehr entdeckst. Aber dich mit dem Kopf zu entdecken oder dich zu spüren, das sind 2 komplett unterschiedliche Welten. Denkst du, du wolltest dich spüren über die Bewegung auch? Oder war das einfach nur die Energie von deiner Besetzung, die raus musste? Also da muss man schon ein bisschen vom Ego unterscheiden, weil ich auch für dieses Leben das Thema Geduld mitgenommen habe. Und das hat auch reingespielt. Also das waren 2 sich verstärkende Effekte in meinem speziellen Fall. Und ich möchte hier auch festhalten, die Symptome, die ich sage, das kann auch vom Ego kommen. Es ist ja, man muss immer den einzelnen Fall sich anschauen, um feststellen zu können, ob es ja eine Fremdbeeinflussung ist oder Besetzung ist oder nicht. Ich rede hier wirklich nur um meinen speziellen Fall. Ja. Und ich habe schon ein bisschen darüber erzählt, dass die Beziehungen zu Menschen halt nicht so gelaufen sind. Also es war noch ein anderes Zeichen. Ich musste immer den Menschen nachlaufen. Also bei mir war sehr selten so, dass ich, wie soll ich sagen, ich war zwar schon eingeladen zu bestimmten Events oder im Freundeskreis, aber das war relativ oberflächlich. Und ich habe natürlich auch entsprechende Leute angezogen, wo wir nicht in die Tiefe gehen mussten. Und ja, ich habe oft das Gefühl gehabt, wenn ich einfach ins Museum will oder tanzen gehen will, dann muss ich immer das organisieren, weil mich keiner irgendwie einlädt. Das war noch ein Zeichen. Dann
es gab bestimmte Lebensabschnitte, wo ich mir selber wie ein Roboter vorgekommen bin. Ich kann wirklich sehr viel durcharbeiten, auch ohne Pause, und das genieße ich sogar. Aber es ist ein Unterschied, ob du das ja mit dem Herzen machst oder ob du das durch irgendeinen Drang oder Zwang machst oder sogar als Flucht vor dir selbst. Und ich habe da zum Beispiel in der Arbeit gar nicht gemerkt, da habe ich kaum soziales Leben geführt. Arbeit ist Arbeit, da geht man hin, nicht um herumzureden und Kaffee zu trinken und so. Das war für mich nicht existent, kaum. Nicht so wie heute hier. Genau, ja, weil da war so, okay, ich bin da, muss ich was leisten. Ne? Und diese ganze kapitalistische Gedanken kamen auch von dem Wesen. Du musst einen Nutzen bringen und du bist nur dann was wert, wenn du was leistest, und entsprechend habe ich mich dann halt auch verhalten. Und ich habe das auch komplett unterschätzt, dass man auch in der Arbeit noch die menschliche Beziehungen vielleicht Sachen leichter angehen kann. Na, ich war wirklich wie ein Roboter. Also in Zu-Zweit-Gespräche, da habe ich mich immer schon zu Hause gefühlt, ja, aber solange es eine größere Gruppierung geworden ist, das ist nicht 3, 4 Leute oder so, habe ich oft erlebt, dass die Menschen haben angefangen miteinander zu reden, und als ob ich nicht da wäre. Ich war komplett irgendwie ignoriert. Aber das lag natürlich auch daran, dass ich auch kein Interesse gezeigt habe. Aber es hat dich gestört dann damals? Damals noch nicht so ganz. Das hat auch eine Zeit lang gedauert, bis ich diesen Muster erkannt habe. Und dann hat es mir schon gestört. Nein, wieso? Wieso ausgerechnet du? Eben, und warum bin ich da nicht irgendwie wahrgenommen? Auch. Aber das war schon so, dass die Menschen natürlich bevorzugt haben, weil auf einer ganz tieferen Ebene spürt man sowas, auch wenn es einem nicht bewusst wird. Aber du redest auch gerne mit deinesgleichen, und wenn etwas Fremde da ist, dann hast du ein bisschen Abstand. Ja. Und das durfte ich leider sehr oft so erleben. Und also ich habe noch nicht wirklich so eine funktionierende Beziehung erlebt mit einem Mann. Ich hatte natürlich schon Beziehungen, aber noch nicht so richtig, wo man zusammenlebt oder Familie gründet oder sonstiges. Und das war auch dem Wesen zu verdanken. Meine erste wirklich Liebesbeziehung durfte auch nach einer Familienaufstellung entstehen, wo die erste Sache, was passiert ist, also Familienaufstellung nur für jene, die das nicht wissen, wie das abläuft, da gibt es andere Leute, die eigentlich deine Situation vorspielen vor dir, ohne dass sie über dich so viel wissen würden. Und bei mir war das so, ich schaue halt von außen, dass der Mann ist sofort aus dem Zimmer gerannt. Und das war für mich so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, was ist jetzt los oder wie? Wie kann das sein? Aber in dem Moment wurde da auch was schon verändert in der Energiefeld, und so konnte überhaupt meine einzige so wirklich wahre Liebesbeziehung entstehen. Aber dann wusste ich noch gar nichts über mein Wesen, aber auf jeden Fall auf einer tieferen Ebene spüren das die Menschen, und das stoßt einem eher ab. Nur wenn man das nicht anders gewohnt ist, wie soll man das merken? Ja, das ist es mit den Gewohnheiten, ja. Weil so freundlich war ich immer schon, und die Menschen mit mir waren auch freundlich. Aber diese tiefe Verbindung, dass du mit dem anderen
Ja, das entwickeln ist, kannst. Das wenn war du nicht da. Liebe nicht kennst, das Gefühl nicht kennst, dann kannst du natürlich auch nicht sagen, ja, hier, das war jetzt keine Liebe. Ja, weil du nur die Ja. Bezeichnung, verstandesmäßig den Begriff Liebe kennst. Ganz genau, ja. Und ich kann mich auch erinnern, mit dem ganzen Partnerwahl, da war ich so kopflastig. Okay, so soll er ausschauen, das muss er können und weiß ich nicht, da habe ich diese ganzen Kriterienliste fast gehabt und nicht, wie ich mich fühle in seinem Gegenwart. Also, ja, das war komplett irgendwie verdreht, würde ich sagen. Genau. Sterdina, wie bist du denn überhaupt darauf gekommen, dass du eine Besetzung hast? Und wo, wann, wie hast du dir die eingefangen? Ja, das ist eine Geschichte für sich eigentlich. Es war gar nicht so deutlich erkennbar. Ich habe schon angedeutet, dass es bei mir relativ subtil da war. Dass wir überhaupt so weit kommen konnten, dass wir sagen können, okay, das ist eine Besetzung, das war ein Prozess. Und genau diesen Prozess möchte ich jetzt einigen von den Zuschauern ersparen mit meiner Geschichte. Also bei mir, nachdem meine Mutter gestorben war, ich bin auf einen spirituellen Weg geleitet worden. Und das hat bedeutet, dass ich mit einem Coach angefangen habe zusammenzuarbeiten, an mir, an meine Themen, überhaupt, warum bin ich da und. Und da gab es schon sehr viele Entwicklungsschritte Richtung mehr ins Gefühl kommen, mehr zulassen, was da ist, Traumaauflösungen und. Und es gab einen bestimmten Punkt, wo ich auch schon mal relativ viel aufgelöst habe, wo auch schon meine Seele ein bisschen mehr Platz einnehmen konnte, aber das hat sich nie irgendwie befestigt bei mir. Aber es war schon deutlich besser als vorher. Und alleine dort wussten wir noch nicht, dass es sich um eine Besetzung handelt. Erst Jahre später war das halt so und da hat sich wiederum sehr vieles zusammengespielt. Ich wollte einfach aus dem kollektiven Unterbewusstsein Informationen für mich herausarbeiten und dafür habe ich eine Hypnose gewählt als Methode. Und Also die du empfangen hast, du bist hypnotisiert worden. Genau, weil ich dachte, ja, wenn man in so einem Zustand ist, dann hat man Zugang zu solchen Informationen. Und das war so mein Ziel mit dieser Hypnose eigentlich. Aber nachdem es eine sehr, sehr gründliche Methode ist, das kommt von Dolores Cannon übrigens, eine Amerikanerin. Sie hat auch mehrere Bücher geschrieben, wo sie halt auch Menschen hypnotisiert hat, die damals mit Jesus Kontakt hatten und sie hat sie praktisch so ausgefragt in diesen Interviews und so kann man mehr über diese Zeit erfahren eigentlich. Und ich habe mich dafür entschlossen, weil ich einfach so Fragen gehabt habe und ich wollte wissen, ob meine Konzepte dazu stimmen. Aber noch zuvor war ich bei meinem Coach, wie üblich. Da war ich eben jede Woche zu Gast. Und der hat mir dann erzählt, weil wir waren schon im vertrauten Verhältnis, der wusste, dass ich auch ein bisschen mehr wahrnehmen kann. Wir waren auch befreundet oder sind immer noch. Und der hat mir plötzlich erzählt, ja eigentlich, ich weiß nicht, was mit mir los ist, aber ich habe in den Spiegel geschaut und ich kam für mich selbst so fremd vor. Dein Coach. Genau, das waren die Worte meines Coaches. Und wenn ich jetzt an meine Familie denke, dann sind sie auch irgendwie in der Ferne gerückt. Und der hat so irgendwie gedacht, vielleicht es ist so ein Walk-in passiert. Walk-in heißt, wenn eine entwickeltere Seele auf die Erde kommt, damit der was lehrt, hier zum Beispiel, die mögen nicht unbedingt jetzt alles von Kindheit an durchmachen,
Und es kann sein, dass ein Seelentausch passiert. Die kommen in einen Körper rein, der schon ausgereift ist, also erwachsen ist. Dafür nehmen sie aber das Karma über und. Aber das passiert wirklich sehr, sehr selten. Nur der ist halt ja auch in einem spirituellen Weg und macht sehr viel, meditiert und auch ganze Lebensweise umgestellt und. Und der konnte sich das vorstellen, dass es vielleicht ein Seelentausch war und deswegen ist das alles so komisch. Und meine Reaktion darauf war, wow, eigentlich ich verstehe mich jetzt viel besser mit ihm. Diese neue, also ich will jetzt den Namen nicht sagen, aber der neue Johannes, sag mal einen Namen, der heißt anders, der neue Johannes kommt mir eigentlich viel vertrauter vor und wow, super, dann werden wir uns besser verstehen in der Zukunft. Das war so meine erste Reaktion darauf. Und dann war ich bei meiner Hypnose, also nachdem er mir das zugetraut hat, mit der Information. Bei dieser Spezialistin? Ja, bei dieser Spezialistin war ich und da war halt so, zuerst musste ich eine Stunde lang über mein Leben erzählen, sie wollte auch wissen, wer ich bin und. Wir haben sehr viel Zeit dafür genommen, 4 Stunden, 5 fast. Dann habe ich mir meine ganzen Fragen vorab gestellt, was sie halt mir stellen soll, wenn ich in diesem Zustand bin. Und sie hat mir gesagt, ja, die erste Stunde sogar wird noch um mich gehen, was da einfach vom Unterbewusstsein hochkommen will. Und die zweite Stunde verwenden wir dafür, dass dort eben meine Fragen gestellt werden und wir holen halt die Antworten aus dem kollektiven Unterbewusstsein heraus. Aber aus dieser ganzen Hypnose war eben die erste Stunde die wichtigste, weil da nämlich in der allerersten Szene, ich war erstens mal komplett alleine in irgendeinem Planeten, wo es halt, das war so ein kratermäßiger, ja, irgendwas mit so rotem Sand rundherum und ich war da so alleine und dann durfte ich mich umdrehen und in der Ferne habe ich eine moderne Stadt gesehen mit weißen Gebäuden. Das schaute aus wie in der Wüste, wie Arizona zum Beispiel. Und von der Ferne ist es halt warm und du siehst halt diese Häuser. Die waren nicht hoch, die waren relativ niedrig. Und dann, sie hat mich geführt. Ich bin ja näher gegangen. Da gab es eben ein Gebäude, der ein bisschen so herausgeragen ist von den anderen. Das war so ein pilzförmiges Gebäude. Und da wollte ich halt rein, da bin ich reingegangen und ich musste halt dort so an Treppen hochgehen und in diesen Treppen schaue ich runter, wo ich halt eben meine Beine tue als nächstes und meine Beine waren so grün und länglich, also absolut keine menschlichen Beine. Das war schon mal ein Zeichen. Dann war ich eben da hoch, ich kam an und da waren so Menschen in weißem Hemd, sehr viele sogar, überwiegend Männer, die sich sehr ernst genommen haben und an irgendwas gearbeitet haben, wo ich das Gefühl gehabt habe, das solltet ihr aber nicht tun, weil das euch schaden wird und ich wollte sie warnen, dass sie vielleicht mit dieser Aktivität aufhören sollen, weil das tut ja nicht gut. Aber die waren so in ihrer Wichtigkeit und ja, jetzt mache ich eigentlich so ein bisschen eine Machtausübung, also mentale Kraft, dass ich so gescheit bin, dass ich das auch schaffe. Also das war so dieser Hauptmotiv dahinter. Und dort war ich wiederum komplett ignoriert. Ich wollte sie warnen, aber sie haben irgendwie mich nicht wahrgenommen. Und dann war nichts mehr so in dieser Szene, was ich tun konnte. Also wir sind dann weitergegangen in eine andere Szene. Das hat jetzt nichts mit dieser Geschichte zu tun. War vielleicht eine andere Szene einfach. Und dann kam die nächste Frage, wenn die Szene auch aus war.
Und jetzt soll mich eben meine Führung oder halt mein Unterbewusstsein zu einem wichtigen Tag in meinem Leben führen. Wo bin ich, was sehe ich? Und dann war ich in der Szene, wo ich circa 3 Jahre alt war. Ich habe kurz nach meiner Geburt mit meiner Familie ausgewandert praktisch oder bin ausgewandert. Wir waren 4 Jahre lang in Ägypten und ich war dort in der Wohnung und es war genau diesen Moment, wo ich praktisch, ich dachte immer schon, dass alle Menschen das so erleben, dass irgendwann mal kommt der Moment, wo du eigentlich von dir Bescheid weißt. Und das war wirklich wie, als ob ich vorher geschlafen hätte. Und ab dann habe ich auch Erinnerungen, von zuvor nicht. Und das war wirklich wie ein Dornröschen-Schlaf geht jetzt zu Ende und jetzt bin ich in diesem Leben angekommen. Und das war einfach halt diese Szene, die ich sehr stark immer in mir getragen habe. Und ich wusste gar nicht, dass es bei anderen Menschen nicht so abläuft. Das habe ich erst später herausgefunden, wenn ich so Menschen gefragt habe, ab wann hast du Erinnerungen und wie war das bei dir? Gut, also nach dieser Hypnose habe ich mich jetzt nicht unbedingt auf der Höhe gefühlt, weil meine Einsamkeit war sehr getriggert und kam sehr, sehr hoch und dieses nicht verstanden zu sein, sich außenstehend zu fühlen. Ich habe ja auch oft das Gefühl gehabt, dass ich selber ein Außerirdischer bin. Ich passe da gar nicht rein. Deswegen wollte ich immer weg. Hast du denn bei der Hypnose mit dieser Szene auf diesem anderen Planeten, hast du das damals verstanden, was es heißt, diese Bilder, was es ist? Also dort in der Hypnose direkt nicht und auch nicht in den Tagen danach. Aber Gott sei Dank, ein paar Tage später habe ich schon meinen nächsten Termin bei meinem Coach gehabt. Und da kommen wir jetzt zum Punkt endlich mal eigentlich. Jetzt wird spannend. Ja. Also ja, nach der Hypnose war ich wieder bei meinem Coach. Ich habe mich schon sehr gefreut, weil ich habe mich nicht besonders wohl gefühlt nachher, wie gesagt. Und kam ich bei ihm an. Natürlich meine erste Frage, na und, was ist mit dir passiert? Hast du das schon herausgefunden? Und er erzählt mir dann, ja, ich habe eben mit hellsichtigen Freunden das mir angeschaut und es hat sich herausgestellt, dass es ein Wesen war, das auf mich übersprungen ist, höchstwahrscheinlich von einem Kunden. Dann habe ich mich sofort gemeldet, das könnte ich vielleicht gewesen sein, weil eben ich war in der Hypnose und da habe ich das und das gesehen. Und dann haben wir natürlich das ganze Coaching mit dem Thema verbracht. Und dann haben wir uns dort angeschaut, wir haben das Ganze aufgestellt. Wie war das in diesem Moment, wo mich die Hypnose hingeführt hat, zu einem wichtigen Tag meines Lebens? Und wie bin ich jetzt, bezogen auf ein Wesen? Und da haben wir beide das so wahrgenommen, dass es das gleiche Ding ist, nur der eine war noch so ein Frischling und der andere hatte schon Erfahrung mit mir zusammen. Also es war das gleiche Wesen, was er hatte und du, oder hat sich das geteilt oder war das nur einfach artverwandt? Ach so, also das, was ich jetzt gesagt habe, bezieht sich auf den Zeitablauf, weil wir wollten eben herausfinden, ob dieser wichtige Tag etwas mit meinem aktuellen Zustand zu tun hat. Und das hat sich gezeigt, ja. Und es war schon mein Wesen, was auf ihn übersprungen ist. Man muss aber auch dazu sagen, der hat dann gleich Schritte gesetzt, dass es von ihm rauskommt. Der ist ja sehr geübt, der entwickelt selber spirituelle Techniken und Methoden und
experimentiert die ganze Zeit mit dem Unterbewusstsein und so, also der ist da sehr geübt und der hatte das dann nicht mehr, wenn ich da war bei ihm. Und dann haben wir eben angefangen, das rauszunehmen aus meinem System. Der hat mich 5-mal gefragt, natürlich, ob ich das wirklich will, weil ohne Zustimmung des Klienten macht man sowieso nichts. Und das ist ja schon eine Bewusstseinsveränderung. Und das, ja. Zurücknehmen geht dann nicht mehr. Es geht eigentlich, nur bei ihm wollte ich noch nie was zurücknehmen, was wir entfernt haben. Das war wirklich so. Manchmal hat er mir nur gezeigt, nimm mal das weg, wie fühlst du dich jetzt? Weil du kannst jetzt zurückhaben, wenn du willst. Und ich wollte nie was zurückhaben. Außerdem, ich weiß schon, dass wenn man eben nicht fremdbelastet ist und für sich da ist, das ist das Wahre. Und diesen Kern suche ich die ganze Zeit und schäle ich mich immer. Also diese Schichten, die noch da sind vom Ego oder eben Fremdenergie, damit man mehr zu sich in die Authentizität kommt. Und daher wusste ich, es kann nur gut sein, wenn ich das jetzt loswerde. Und ich war auch ein bisschen neugierig, wie fühle ich mich nachher oder was ist das überhaupt mit dem ganzen Wesen so drauf. Und dann haben wir eben mit seinen Methoden, Techniken, der hat vorher auch noch nie sowas gemacht, aber nachdem er auch sehr viel wahrnehmen kann und spüren kann und hat eben die Techniken, wir haben das einfach eingesetzt. Ja, da gibt es ja sicher verschiedene Techniken. Jeder hat so seine eigenen Sachen, wie er es anwenden kann. Was immer geht, ist sich an Gott wenden und fragen, was kann ich denn machen? Ja. Und dann gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Deswegen führen wir das jetzt hier auch gar nicht weiter aus. Genau. Ich wollte nur zu der Wirkung sagen, ich bin ja auch Tango-Tänzerin und ich habe mit einem sehr, sehr guten Tänzer getanzt kurz davor. Und er hat mir so Feedback gegeben, dass ich ja nicht so geerdet bin und ich soll schauen, dass ich da mehr am Boden bin und so bestimmte, wie man so besser tanzen kann. Und von ihm nehme ich sowas gerne an, weil der tanzt wirklich super gut. Und der ist auch ein sehr, sehr fühliger Mensch. Und ich habe dann nachher bei einem Lehrer eine Stunde genommen. Dann war eben diese ganze Geschichte und eine Woche drauf war ich wieder Tango tanzen, der war auch dabei und wir haben wieder miteinander getanzt. Und er hat mir gesagt, was hast du gemacht? Du tanzt jetzt ganz anders, es fühlt sich alles komplett anders an mit dir. Wo hast du die Stunde genommen? Der kann was, weil der hat dir das so rasch beigebracht und so. Der hat natürlich nicht geahnt, welchen Prozess ich durchgegangen bin und ich habe ihm ja auch nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, ja, das könnte auch mit irgendwelchen inneren Prozessen zusammenhängen, aber das ist auch ein Beweis dafür, dass das andere auch merken. Und eben in sehr kurzer Zeit, sehr abrupt. Stimmt, ja. Ja, genau. Und das war ja dann auch für mich Neuland, weil ein Teil, was du immer in dir getragen hast oder immer bei dir war, ist jetzt plötzlich weg. Und dann stellst du dir die Frage, okay, wer bin ich jetzt oder was war ich und was war der? Und dann musst du ja alles wieder neu ordnen. Welche Art von Besetzung war das denn eigentlich genau? Was war das für ein Wesen? Jetzt hast du dich neu kennengelernt und hast dieses Wesen auch betrachtet. Hast du das erkennen können, wie das war, wer das war? Also bei solchen Prozessen muss auch schon ein bisschen Zeit vergehen, damit man auch merkt, okay, was kommt jetzt anders wie früher, reagiere ich wo irgendwie anders wie bisher und. Aber natürlich hat mich dann diese Frage beschäftigt und ich habe sehr viel darüber meditiert. Ich mache immer Kontemplation eher,
wo ich da mich hinsetze und einfach lasse alles auf mich wirken und dann kommen halt die ganzen Informationen meistens. Ich habe dann auch mit einer hellsichtigen Freundin gesprochen. Ich war dann noch nicht so weit, dass ich gefragt hätte, okay, was für Wesensart. Für mich reicht nun mal die Information Besetzung. Aber sie hat das auch bestätigt, dass sie das so sieht. Und natürlich, wir haben parallel, also mein Coach hat auch nachmeditiert und nachgeschaut und ich auch. Und das war so schön, irgendwie eine Woche später war ich wieder bei ihm. Und dann haben wir uns eben diese Frage gestellt, woher kam er, was wollte er, wie ist er so drauf und. Und wir sind exakt auf die gleichen Schlüsse gekommen. Was mir wiederum zeigt, dass es halt nicht irgendwelche Fantasie ist, sondern eine, soweit es halt geht, gut fundierte Wahrnehmung. Und wir haben da festgestellt, dass sehr viele so männliche Eigenschaften stammten von diesem Wesen in mir, wie zum Beispiel so dominieren wollen, so ein bisschen Macht, Gier. Ich hatte das. Ich habe es ein bisschen unterdrückt, aber ich hatte das grundsätzlich. Und die ganze Kraft und Energie, was ich hatte, das ist nicht alles, aber sehr viel davon. Eine Freundin von mir hat immer gesagt, ja, du könntest dein kleines Dorf mit Strom versorgen, weil du so viel Energie hast. Und das hat tatsächlich gestimmt. Also diese ganzen eher männliche, dass ich mich leicht abkapseln konnte, diese Alleingängerische, dass ich eben die Welt retten wollte fast, aber in meiner Art und Weise, seiner Art und Weise eigentlich. Und wir haben dann auch irgendwie gesehen, dass der selbst war spirituell nicht so hoch entwickelt. Der war ein Außerirdischer, deswegen habe ich mich halt wie ein Außerirdischer gesehen in dieser Hypnose. Und was verstehe ich unter spirituell entwickelt? Also für mich sind Wesenheiten und auch Menschen dann entwickelt, wenn die Liebe zulassen können. Je mehr Liebe eine Rasse oder ein Mensch zulassen kann, desto entwickelter ist er in meinen Augen. Das ist ja mein Zugang, was ich auch selber erfahren durfte, weil dann hat man ja eben diese Vollakzeptanz, einen anderen Zugang einfach zu den Dingen und man will die Dinge eher erkunden und das wird dann auch einem offenbart, wie die Dinge so sind, wenn man mit Liebe reingeht. Viele mögen das vielleicht jetzt nicht hören, aber das ist so meine Erfahrung. Und dieser Wesen, der war nicht unbedingt so drauf. Der hat mich auch nicht unbedingt gefragt, ob ich das so machen will. Aber natürlich will ich ja auch nicht die Verantwortung von mir schieben, weil sowas kann nur dann passieren, wenn du eine Oberfläche dafür bietest. Und das kommt fast immer aus dem Ego. Und das war ja bei mir da. Ja, mit 3 Jahren. Ja, ich meine, du bist dessen nicht bewusst, aber auch vor deiner Inkarnation machst du schon bestimmte Dinge aus praktisch. Es ist ja nicht so, dass es 100%ig so kommen soll, weil du kannst jederzeit umentscheiden. Aber bestimmte Dinge sind halt so, dass man halt, ja. Und was ich für mich herausgearbeitet habe, einigermaßen habe ich ihn gebraucht. Weil ohne ihn hätte ich wahrscheinlich nicht die Kraft in dieser Dimension, wo ja vieles nicht so optimal läuft, sag mal so, zumindest nicht so, wie meine Seele gewohnt ist, das auszuhalten.
Und der hat mir dabei wirklich sehr viel geholfen. Und deswegen, ich sage jetzt nicht, dass es schwer war, ihn loszulassen, aber eine gewisse Trauerarbeit war schon dabei, weil der hat mich praktisch auch begleitet, auch wenn der eigentlich meine Seele unterdrückt hat. Und genau das ist das, was eine Besetzung von einem ganz normalen, einfachen Fremdbeeinflussung unterscheidet. Wenn die Seele irgendwie nicht zum Wort kommen kann, dann handelt es sich um eine Besetzung. Und das kann ja auch in verschiedene Grade sich ausarten. Bei mir war das relativ subtil, weil ich ja doch nicht so irgendwelche schlimmen Dinge ausgeführt habe. Aber trotzdem so entspannt, wirklich diese Dimension konnte ich nicht genießen durch ihn. Und wieder später, wenn ich mit einem anderen Spirituellen ein bisschen das Thema mir angeschaut habe, da kam die Information, der war ja aus einer Rasse, ich kann jetzt das nicht benennen, ich will ja auch nicht benennen, aber das war ja so eine Art Rasse, die uns praktisch managen wollen, also die sich das einbilden, dass es deren Aufgabe ist, ein bisschen hier einzugreifen. Und genau so passiert es. Also, dass du ja Impulse, fremdbestimmte Impulse kriegst und du betrachtest sie als deines. Und wenn du in den Herzen gehst, dann kannst du abchecken, ob das jetzt wirklich von der Quelle ist, von einer reinen Quelle ist oder eben nicht. Was meinst du denn jetzt hier mit Quelle? Die Impulse, ob die von dir von innen kommen oder von außen? Oder? Ja, ob es von einer wirklich reinen göttlichen Quelle kommt, was eher inspirativ wirkt, oder woanders mit anderen Intentionen und Zielen dahinter. Also eben nicht göttlich. Könnte man sagen, ja. Du hattest ja auch nur Kontakt mit diesem einen, ne? Genau, ja. Ja. Zumindest das ist das, was mir bewusst ist. Das reicht ja auch erstmal. Ja, und wenn du denkst, ich war 3 Jahre alt, wenn er gekommen ist, und das Ganze war erst vor kurzem, ich war da 37, also 34 Jahre miteinander. Da bin ich echt gesessen und gedacht, okay, ich muss jetzt sortieren. Ja, auch das erstmal begreifen, ne? Und zulassen, dass es so ist und dass du dann das erkennst und dann auch was machen kannst. Und wie du schon gesagt hast, auch der Schritt dann in dein Sein, in deine Normalität, in dann dein Wesen, ob du das überhaupt magst, ja? Ob du dich selbst magst und mit dir gut leben kannst, das war ja schon auch so was Unbekanntes für dich. Ja, aber nicht die Thematik selbst. Und ich glaube, das war auch der Grund, warum ich das entdecken durfte und warum die Zeit reif war, dass es sich mir gezeigt hatte. Weil ich bis dahin schon gewisse Entwicklungsschritte gemacht habe, spiritueller Art, und auch diese übersinnliche Wahrnehmungsfähigkeiten in mir immer wieder gestärkt. Und ja, das war einfach Zeit. Ja. Weil wenn du nachdenkst, mein hochspiritueller Coach, der hat das auch nicht früher irgendwie herausgefunden bei mir. Und das zeigt mir wiederum, dass es jetzt wirklich an der Zeit ist, dass wir solche Dinge eingestehen und beachten. Nicht mehr leugnen irgendwie, sondern genau, wie du sagst, beachten. Wie ist denn dein Leben jetzt alleine, nur mit dir? Witzigerweise, ich bin gar nicht so alleine seither. Also die größte Veränderung ist eben, dass ich nicht mehr den Menschen nachlaufen muss. Die kommen von sich selbst zu mir und die öffnen sich auch sehr gerne. Und ja, das ist halt komplett anders, als das zuvor war. Also
die Herzensqualitäten in mir dürfen jetzt in den Vordergrund kommen. Und genau das ist auch das große Dilemma bei dem Ganzen, weil also wir sind mit meinem Coach entlang der Hermetik vorangeschritten in der spirituellen Entwicklung, und in der Hermetik gibt es eben die 4 Elemente und bestimmte Persönlichkeitsmerkmale, die aus diesen Elementen abgeleitet werden können. Und wir haben mich immer als so ein feuergesteuerter Mensch eingestuft, weil ich ja viel Energie hatte, viel umsetzen konnte auch. Das Machen ist mein Element und. Und dann hat sich eben die Frage gestellt, ob das nicht von diesem Wesen gekommen ist alles, und wäre ich nicht alleine, in Anführungszeichen, eher so ein Herzensmensch, so ein harmoniebedürftiger, ja, und ich weiß es bis heute noch nicht ganz genau, muss ich ehrlich gestehen, weil dadurch, dass das Wesen in mir war, bestimmte Bereiche habe ich in mir entwickeln können, die ich wahrscheinlich ohne ihn nicht entwickeln hätten könnte, weil der mir die ganze Kraft und diese Abgrenzung gegeben hat. Und das geht ja nicht spurlos vorbei. Bestimmte Fähigkeiten darf ich ja auch beibehalten. Und das ist eben das Positive daran. Aber nachdem der meine Herzensqualitäten untergedrückt hatte, die konnte ich habe immer versucht, das mehr und mehr, aber irgendwie war ich immer verhindert. Und wenn der weg war, dann war es plötzlich viel leichter, diese Qualitäten auch auszuleben und zum Vorschein bringen. Und deswegen ist das für mich auch selber schwer zu sagen, ob ich jetzt vom Haus aus wirklich eher so ein Herzensmensch wäre oder das andere. Das darfst du noch herausfinden. Oder vielleicht hat das keine Bedeutung mehr, weil jetzt darf ich beides leben und kann ich auch beides leben. Natürlich gibt es immer Möglichkeiten, das noch mehr zu entwickeln. Und was mich ja auch jetzt zum Beispiel bei der Partnerwahl verwirrt, weil früher habe ich ganz genau gewusst, ja, diese Art von Männer sind so meine Typen, die ja eher so schüchtern waren und die du dominieren konntest. Genau so ist es. Weiß ich wirklich nicht mehr. Der eine kann mir auch gefallen, der andere auch. Also ich habe jetzt viel mehr Auswahl irgendwie, denke ich mal oft. Na, also ich glaube, es ist jetzt nicht mehr an der Zeit, mich zu schubladisieren, weil dadurch kann ich ja beides, wenn es nur die beiden gäbe, aber es gibt noch viel mehr, was man ausleben kann. Ja, was das mir noch gebracht hat, weil du fragst, wie ist mein Leben ohne, bis auf diesen wirklich wunderschönen Effekt. Das ist eben menschliche Beziehungen 2.0 für mich. Und dadurch, dass ich das selber erleben durfte, ich kann das auch bei anderen Menschen wahrnehmen, ob sie sowas haben oder nicht. Dort, wo ich nicht sicher bin, sage ich lieber, da wackelt, da weiß ich nicht, ob das nur eine Fremdbeeinflussung oder wirklich Besetzung ist. Und ich muss sagen, es gibt ja generell nicht so viele Menschen, die von sowas betroffen sind, wo das wirklich eine Besetzung ist. Was denkst du denn, welche Menschen sind da am ehesten betroffen? Aktuell auch. Ja, wahrscheinlich diejenigen, die halt etwas Potenzial haben, hier Dinge zu bewegen und was zu verändern. Aber so ein Wesen macht dich auch komplett materiell eingestellt. Ich war auch voll die Materialistin bis zum Tod meiner Mutter. Und dort habe ich dann Schritt für Schritt für mich entdeckt, dass es halt mehr gibt und mich geöffnet, und dann wurde mir auch sehr viel
gezeigt von der geistigen Welt. Aber sowas kann einem wirklich sehr, sehr materialistisch machen. Und so dein Freundeskreis und Kollegen, du arbeitest jetzt ja auch nicht mehr das, was du damals gemacht hast. Jetzt arbeitest du auch spirituell. Das stimmt. Und natürlich verändert sich dann das Umfeld, die Kontakte werden andere. Aber dennoch, wie hat sich das mit deinem Freundeskreis auch so jetzt verhalten oder verändert? Ja, das hat sich auch total gewandelt. Also in diesem Interview möchte ich, oder wir werden wahrscheinlich auch noch reinschneiden, so Zeugenberichte, Menschen, die mich so gekannt haben und die mich jetzt auch kennen. Wenn sich jemand bereit erklärt dazu, das wirklich dann öffentlich auch machen möchte? Genau. Und ich bin halt wirklich durchgegangen, wen kenne ich und so. Und ich bin drauf gekommen, dass es eigentlich kaum Menschen gibt, die mich vorher sehr gut gekannt haben und jetzt auch gut kennen. Also auch Arbeitsumfeld hat sich geändert, komplett, weil ich meinen Job gekündigt habe, weil ich jetzt was anderes machen möchte. Und auch von Freunden eigentlich. Ich habe 2 Freunde, die ich fragen konnte und die machen das auch. Olgát 15 éve ismerem. Nehéz megítélni a leválásnak a következményeit, mert körülbelül 8 éve Olgánál olyan gondolkodásmódbeli változás kezdődött el, aminek hatására is nagyon sokat változott, szóval nekem nehéz eldönteni, hogy ezek a változások, amiket érzek, pontosan mikorra datálhatók. Amit én látok, hogy Olga régebben sokkal felületesebb volt, sodródott, mindezek mellett részese volt mindennek, könnyen elengedte magát, legalábbis amikor velünk volt. Most sokkal jobban rezonál a környezetére, jobban tud fókuszálni az emberekre, bele tud helyezkedni az ő helyzetükbe, és sokkal több figyelemmel és kifejezett segítő szándékkal fordul feléjük. Az a fajta felületes gondtalanság, ami régen jellemezte, átváltozott egy koncentrált gondosságba, egy tudatos tenni akarásba. Ez a fajta felelősségvállalás egy kicsit a lazaságából is visszavett, de a vidámsága szerencsére megmaradt. Sokkal jobban jelen van a saját életében is, ő irányítja a dolgokat maga körül. Régen nagyon nehezen hozott döntéseket a saját életével kapcsolatban, most azonban mer dönteni, mer belevágni és mer újra kezdeni. I got to know Olga at the beginning of 2016. We used to work together in a bank, and I kept in touch with her in the last 7 years, and I had a chance to follow her a huge change in all aspects in her life. Sometimes it's very hard for me to recall how she used to be in past because so much has changed, but I would like to share with you one of my personal experiences and what I remember. So the person I remember from 2016 was somebody who was very driven, not very emotional, empathic. She had difficulties to get in touch with people, build a connection, because her heart was very closed up. She was running from something, and I do not even know if she was many times realizing from what. And I had also many times feeling that she needs to prove to herself that she's valuable and she's good enough. And therefore she did things like meeting random guys she wasn't interested in, or staying in office until midnight many days, just not to be with herself. And this, during the last 7 years, changed a lot. She did amazing coaching. She's had amazing mentor through self-development, meditations, reading books, watching interesting videos, and just waking up. She changed enormously. So first of all, the biggest change is that she's very much conscious, and she's one of the most conscious people I know. So she's always questioning why she's doing certain things, why she's acting, why the feelings are coming from, where is it coming from.
She is much more calmer. She feels with people. I see much more empathy in her, and this helps her to build connection with people. She even changed so much that she couldn't stand the job which she had, and she left banking environment. And it's helping people with her own example. And I'm one of the lucky people who had a chance to discover about spirituality and about myself more through her. She recommended me very interesting books. She led me to start meditations. We had very interesting talks, and due to her, I know people better, and I know how to behave in certain ways. So I get along with certain people. And when you know somebody better, then you can also approach the person in a different way. And this is what she taught me, and I'm very thankful for that. And I hope that she will continue on this path. And she's the most spiritual person I know. So amazing the huge change which she has done with her life in the last 7 years. Und in der Familie interessanterweise, also meine Mutter lebt nicht mehr, weil sie hat mich am besten gekannt von der Familie. Und ich habe eben Schwester und Bruder gefragt, aber die haben nicht so eine scharfe Wahrnehmung. Und ich habe meine Schwester zum Beispiel auch erst jetzt erzählt darüber. Bevor sie es im Internet findet. Ja, obwohl sie sprechen kein Deutsch. Also, genau. Ja, es hat sich auch komplett gewandelt. Und jetzt lebe ich auch so, wie ich mir das immer gewünscht habe. Weil ich ja in einer riesen Familie aufgewachsen bin. Und ich habe immer schon alleine gewohnt, auch dank dem Wesen, weil ich ja so eine Alleingängerin war. Und ich habe immer danach gesehnt, wieder das zu erleben, was bei uns zu Hause war, dass Türen immer offen, Menschen kommen, gehen, es finden interessante Gespräche statt und das habe ich mir immer gewünscht, aber ich musste immer den Menschen nachlaufen und das war irgendwie mühsam. Auch in der Familie, als du noch zu Hause gewohnt hast? Ja, die Familie ist auch sehr interessant. Ich habe grundsätzlich mit allen meinen Familienmitgliedern ein gutes Verhältnis gehabt, aber es war alles sehr oberflächlich. Mein Bruder hat mir gesagt, als ich nach Wien umgezogen bin, übrigens, dass ich nach Ausland gekommen bin, war wahrscheinlich auch eine Folge von dem Wesen, weil sonst fühlst du dich halt dort wohl, wo du gerade bist und dann denkst du gar nicht daran, dass du vielleicht woanders auch sein könntest. Wann bist du denn nach Österreich gekommen? Ich war 24, aber das ist nur teilweise dem Wesen verschrieben, weil dadurch, dass ich meine ersten 4 Jahre im Ausland verbracht habe und diese Jahre sind sehr prägend, war das immer schon in mir. Ich wusste immer schon, dass ich Ungarn verlassen werde. Ja, genau. Aber mein eigener Bruder hat mir damals gesagt, eigentlich, ich habe kein Gesprächsthema mit dir. Und ja gut, gibt es natürlich auch ohne Besetzung. Einfach so genommen, wie es ist und ich habe dann auch nicht unbedingt den Kontakt gesucht. Aber es war ja nicht so, dass wir uns nicht ausgehalten hätten, nur da ist nichts geflossen. Ist das jetzt anders? Ja, jetzt ist es definitiv anders. Aber auch dadurch, dass ich bewusst mich dorthin entwickelt habe, dass ich meine menschlichen Beziehungen anders pflege jetzt. Weil gepflegt habe ich früher auch, aber das war eher so eine Pflichtpflegerei. Und dieses Beigeschmack dann wird rausgespürt und das ist dann nicht echt. Und das habe ich dann auch verändern können. Gott sei Dank. Ja, und was noch wichtig zu erwähnen, meiner Sicht, ist, wir können gar nicht so wütend auf diese Fremdwesen werden, weil die haben eigentlich nur dann eine Chance bei der Menschheit und bei uns, wenn wir eben in der Unwissenheit sitzen.
weil dann weißt du gar nicht, was da los ist. Und das ist auch ein Punkt, warum es letztendlich für die gesamte Menschheit eigentlich positiv ist, wenn immer mehr Menschen sich mit diesem Thema auseinandersetzen, das zulassen lernen sozusagen. Ja, das wollte ich noch ergänzend erwähnen. Ja, vielen Dank, Sherina. Und wenn wir dessen bewusst sind, dann können sie bei uns gar nicht anknüpfen. Dann können wir Nein sagen, ganz deutlich. Oder zumindest es relativ schnell erkennen und wieder hinaus befördern, Genau, dass es uns nicht weiter in der Entwicklung stören kann. genau. Und vor allen Dingen, wenn du dir vorstellst als Kind, stell dir vor, du bist Mutter und dein Kind hat so eine Besetzung und du weißt es nicht und du erfährst irgendwann später davon und dann sagst du, oh, was hätte ich denn tun können? Ich hätte doch was tun müssen, mein Kind zu schützen. Und so mit dem Wissen darüber ist schon mal, finde ich, ein guter Schritt getan. Ja. Auch wenn das eigentlich die Seele selbst sein soll, die sagt, ich will es nicht mehr haben. Ja, aber ein Kind ist doch einfach eng mit der Energie der Mutter verbunden und wird dadurch sehr, sehr stark beeinflusst und hat natürlich ein stärkeres Energiefeld in der Regel, wenn die Mutter ein stärkeres Energiefeld hat. Und da ist ein gewisser Schutz einfach schon da. Und ja, auch diese Verbindung, sie ist einfach so eng. Und wenn da schon irgendwo eine Öffnung bei der Mutter ist in der Energie, dann ist es natürlich leichter für Fremdenergien auch beim Kind reinzukommen. Das war auch eigentlich bei mir der Fall, wie ich das später wahrgenommen habe. Meine Mutter hatte genau so ein Wesen in sich, die sie halt bis zum Tod nicht entdeckt hat. Ein sehr ähnliches, nämlich. Also war es schon quasi in deiner Familiengeschichte mit drinnen? Also ja, in der Familie, es war eigentlich nur meine Mutter, so wie ich das jetzt wahrnehme. Und es hat auch was damit zu tun, was ihre Aufgabe gewesen wäre, in diesem Leben umzusetzen. Weil das war irgendwie auch sehr neu und gesellschaftlich noch nicht ganz angesehen. Und sie war halt komplett blockiert in der Umsetzung dessen. Durch das Wesen. Durch das Wesen und daher war sie auch ein bisschen verbissen, auch im Leben. Leider. Dann waren zwei Wesen da und die haben sich gegenseitig in Ruhe gelassen. Ich würde sagen, ja. Also wir haben uns sehr gut verstanden mit meiner Mutter. Ich habe sie total verstanden und sie mich auch. Und das war irgendwie mit anderen Familienmitgliedern dieses Verständnis nicht so tief da wie zwischen uns. Dann war es für dich eigentlich, auch wenn es für deine Mutter vielleicht nicht so sehr schön war mit einer Besetzung, aber für dich, wo du doch eine Besetzung hattest, war es vielleicht ganz hilfreich, dass sie eben dich so gut verstehen hat können durch ihre Besetzung. Ja, obwohl da spielt auch rein, dass wir so vom Wesen her auch sehr ähnlich sind, was ja auch durch das Wesen niedergedrückt war. Andererseits wiederum hätte deine Mutter kein Wesen, keine Besetzung gehabt, dann hättest du vielleicht auch keine bekommen. Weiß man nicht so genau. Ja, ich will die Verantwortung nicht vor mir schieben. Ich habe wahrscheinlich die Oberfläche dazu angeboten. Und es war, Ob in diesem Leben oder in einem anderen Leben. Ja. Und letzten Endes geht es ja auch um Akzeptanz und dann mit dem, was man hat, arbeiten, erkennen und dann sich weiterentwickeln. Genau, weil jetzt habe ich diesen riesen Erfahrungsschatz aus dem eigenen Leben, wie das ist. Und ich kann das jetzt wirklich wahrnehmen. Genau, und es freut mich sehr, dass ich hier in diesem Rahmen darüber auch sprechen könnte. Ich hoffe, ich habe niemanden überfordert damit. Zum Glück kann man ja ein Video immer stoppen oder ausschalten oder was nochmal anschauen. Oder wenn jemand eben jetzt sagt, das ist mir zu viel oder das ist mir zu abstrakt oder dann kann man einfach ausschalten. Genau, so ist es. Wir freuen uns natürlich über jeden, der es bis zu Ende schaut.
Liebe Sharina, vielen Dank. Das war jetzt wirklich sehr umfangreich und schön, dass du das uns alles so erzählt hast. Gibt es denn noch was du unseren Zuschauern mitteilen möchtest? Ja, also warum sollte oder könnte man sich mit solchen Themen beschäftigen? Weil, wie man das an meinem Beispiel auch gesehen hat, es gibt doch auch andere Intelligenzen. Ich will da jetzt nicht urteilen, ob sie jetzt höher oder niedriger gestellt sind als wir, die doch durch diese Art und Weise in unsere Dimension einwirken können. Weil die geben dir halt bestimmte Gedankengänge, bestimmte Glaubenssätze und letztendlich, du fühlst dich auch nicht unbedingt anwesend in deinem Leben. Ich war praktisch nicht anwesend in meinem Leben. Ich war beraubt sozusagen, aber ich betrachte das nicht so, weil das hat mir dann wiederum auf der anderen Seite sehr viel gegeben. Aber ich habe ja jetzt noch keine Eltern mehr. Meine Oma ist gerade auch vor ein paar Monaten gestorben. Und wenn ich so nachdenke, wie schön ich eigentlich aufgewachsen bin, und das habe ich alles nicht genießen können. Und daher habe ich auch irgendwie die Werte meiner Familie nicht so geschätzt, obwohl sehr viel da war. Und ich würde das gerne noch einmal durchmachen, so dass ich auch wirklich anwesend bin und vielleicht nicht von Dingen verzichte umsonst, was meine Opa für die ganze Familie aufgebaut hatte, weil ich dachte, ja, ich will einen anderen Weg gehen und verstehe gar nicht, wieso ich in dieser Familie gelandet bin zum Beispiel. Und da habe ich jetzt viel, viel mehr Verständnis und jetzt kann ich erst wirklich wahrnehmen, wie viel Liebe auch in meiner Familie da war und auch ist. Natürlich daneben, dass wir sind ja auch Menschen und jeder hat sein Backerl und so, aber trotzdem. Und das wurde mir von diesem Wesen praktisch beraubt. Und das ist auch ein Grund, warum man auch in diese Richtung denken kann, dass es vielleicht ein Wesen ist, was einem nicht an das Leben ranlässt. Es ist wahrscheinlich auch nicht umsonst, dass ich ja auch kinderlos bin. Hätte auch anders kommen können, wenn ich ja die Beziehungen besser pflegen könnte. Und ja, also das ist einfach so Lebensqualität, was von einem genommen wird. Über so lange Zeit. Ne? Und dadurch, dass es so lange Zeit ist, entstehen Gewohnheiten. Du kennst es nicht anders. Das ist, ich sage immer das Beispiel, versuche mal einem blinden Menschen zu erzählen, wie die grüne Farbe ist. Genau das versuchen wir jetzt. Weil vielleicht die Zuhörerinnen, Zuhörer, Zuschauer haben keine Erfahrung, zu der sie das irgendwie knüpfen können, aber man kann schon Vorahnungen haben. Und wie es bei mir auch war, es war ja ein Ergebnis von einer Art spirituellen Entwicklung, dass es so weit kommen konnte, dass ich das eben entdecken durfte und auch auflösen durfte. Aber es ist jetzt auch an der Zeitqualität, dass es Menschen besser gelingt, sowas zu erkennen und auch loszuwerden und dann endlich mal wieder nach Hause zu schicken. Genau, in dem eigenen Leben wieder einfinden, dort, wo wir hingehören und einfach in dem Sein uns wiederfinden. Und dann werden plötzlich sehr viele Sachen, denen wir nachgelaufen sind, nicht mehr wichtig. Und das könnte wiederum auf der gesellschaftlichen Ebene auch sehr viel bewirken und verändern. Und das bezieht sich jetzt nicht nur auf Besetzungen speziell, weil davon gibt es jetzt nicht so wahnsinnig viel in meiner Wahrnehmung zumindest. Aber es gibt, also ich kenne persönlich auch welche Leute, wo es der Fall ist. In meinem Bekanntenkreis würde ich sagen, vielleicht maximal 10%, aber das ist jetzt...
Naja, das ist für das individuelle Dasein, ist das natürlich dann schon, ich sage jetzt mal, schlimm und einschneidend. Ja, Also, und klar, es gibt auch nicht nur die Besetzungen durch Außerirdische, es gibt auch eben Besetzungen durch Verstorbene, also Seelen, die noch hier auf der Erde bleiben und noch andere Wesenheiten. Und die beeinträchtigen einen auch schon mal im Charakter. Ja? Und jetzt bei dir ist es vielleicht schon vor allen Dingen, weil es so lange war, dadurch halt auch extremer geworden. ja, dafür war es aber wirklich nicht so schlimm sozusagen. Also Naja, in deiner jetzigen Wahrnehmung. Schauen wir das mal, was du in ein stimmt paar Jahren auch, aber sagst. damals habe ich es nicht wahrgenommen, weil ich nicht dem anderen gewohnt war und ich habe dem anderen gar nicht gekannt. Kam ich gar nicht auf die Idee, dass es auch anders sein könnte, mit den Beziehungen und Menschen näher und näher zu lassen. Aber genau dieses Thema näher zu lassen, das kann auch schon mit Traumata und Verletzungen, Herzensverletzungen zusammenhängen. Also es muss nicht unbedingt eine Besetzung dahinter stehen, kann aber schon sein. Also auf jeden Fall, wenn jetzt jemand das hört, es könnten, ich denke so 2 Reaktionen, die interessant sein könnten, entstehen. Der eine ist, dass man halt ein bisschen sich wiederfindet in all dem, was ich jetzt erzählt habe. Und man sucht halt sich jemanden aus, der da reinschauen kann und erkundigt sich. Und der andere, dass man das komplett leugnet. Und das ist auch ein Zeichen, weil gerade solche Wesen schicken dann die entsprechenden Gedankengänge, weil sie wollen ja nicht entdeckt werden. Das ist natürlich dann schwierig, ne? Von innen heraus, wenn du es gar nicht merkst. Was kann da denn dann helfen? Nur die spirituelle Entwicklung. Und dass man die Liebe als Maßstab nimmt. Ja, wenn du die Liebe nicht kennst oder denkst, Ja. ein Gedankenkonstrukt von Liebe ist wahrhaftige Liebe, weil du es eben nicht anders kennst, dann kommst du da ja auch nicht raus. Also letzten Endes hilft wirklich nur die spirituelle Entwicklung. Und die kann man ja auch tatsächlich auch vom Kopf gesteuert her angehen, dass man sagt, ich will das jetzt. Und dann sieht man, was passiert. Genau. Ja, weil das wird sich herausstellen und die Intention ist das Wichtigste. Wenn du dir vornimmst, ja, ich bin sicher nicht umsonst da auf dieser Welt, ich möchte dienen und nicht immer nur konsumieren und führe mich bitte zu dem Wissen, was ich gerade jetzt wissen soll, dann wird es Schritt für Schritt auch immer wieder offenbart für dich, wer du eigentlich bist, was für Fähigkeiten du hast, was für Werte du in dieser Welt verkörperst praktisch. Und das ist ein wunderschöner Prozess, auch ohne Wesen jetzt. Du hast ja den Einstieg zu deiner spirituellen Entwicklung über die Hermetik gemacht. Ja. Und Hermetik ist ja etwas, das können ja viele doch auch verstandesmäßig greifen. Ist also noch nicht so abgehoben wie irgendwelche Wesenheiten sehen. Ja, genau. Also sowas wäre ein guter, erdenklicher Einstieg für den einen oder anderen. Zum Beispiel. Aber mein Rat ist nicht auf der Kopfebene aufhören. Und der Ansatz, den ich genommen habe von Franz Bardon, man kann es natürlich bestreiten, aber was ich dort sehr, sehr zielführend fand, war, dass der sagt, man muss alle Ebenen gleichzeitig entwickeln. Weil wenn du nur auf einer den Fokus legst, dann wird die Entwicklung selber nicht in der Balance entstehen. Und bei mir war das hat unglaublich vieles bewirkt, dass ich plötzlich mental, Seele und Körper gleichzeitig in kleinen Schritten, aber gleichzeitig angefangen habe zu entwickeln.
Ja, das wäre auch meine Empfehlung, auch immer den Leib mitzunehmen. Nicht nur zu sagen, ich möchte irgendwo geistig in einem erweiterten Bewusstsein mich bewegen. Der Körper ist hier auf der Erde mit dabei und der bitte mitnehmen und sich gesamtheitlich entwickeln. Und dann ist immer mal noch der eine Teil ein bisschen vorne, der andere geht dann einen Schritt nach und dann wechselt sich das so ab. Ja. Ja. Und das alles für unsere Gesundheit, aber in sich, das Leben wird immer Wege finden und auch Wege finden, uns zu zeigen, wenn wir auf einem falschen Wege sind. Und dann ist halt gleich einfacher, wenn man sich irgendwie neu orientiert, neu ordnet und auf die Seele hört. Weil die Seele, die Intuition, das flüstert, sagt man auf Deutsch, ständig in die Ohren, was ja für dich jetzt gerade richtig wäre. Und genau das habe ich gar nicht gehört. Ich kann mich wirklich noch an einen Moment erinnern, das war noch vor der Besetzung, dass wir eine Seelenintegration gemacht haben bei mir. Und dann hat plötzlich meine Seele angefangen, mit mir zu reden. Oder ich habe angefangen, das zu hören oder hören können. Das war so schön, weil bis dahin wusste ich nicht, was richtig oder falsch ist. Ich meine, in Wahrheit, das ist nur Wertung, aber irgendwo in dem Inneren spürst du, was ist für dich jetzt stimmig und wo gehst du eigentlich gegen dich. Und das war bei mir nicht wirklich vorhanden mit dem Wesen in mir. Und wir haben zwar diese Integration gemacht, das hat auch Wirkungen gezeigt, aber das konnte sich nicht so sehr befestigen, weil das Wesen noch da war und es nicht richtig zugelassen hatte. Aber Hauptsache, dass man diesen Wunsch in sich hat. Und wenn du schon diesen Wunsch in deinem Herzen trägst, dann wirst du zu den richtigen Menschen geführt. Ja, dann stößt es schon was Video, an. Wer weiß, kriegst du hoffentlich auch Inspiration. Genau. Und es ist ja auch so, dass mit Fremdenergien allgemein, also jetzt nicht nur Besetzungen von Außerirdischen, sondern allgemein, wenn dein Energiefeld, wenn das nicht stabil ist, wenn du nicht mit dir bekannt bist, wenn du nicht mit dir im Reinen bist, nicht, dein Gefühl nicht dabei hast, dir irgendwas fehlt, dann ist auch dein Energiefeld löchriger. Und dann kommen so Wesen einfach auch leichter rein. Das kann mal sein, dass das aus früheren Inkarnationen was ist. Das kann was sein, was in der Ahnenreihe, in der Familie die Ursache auch hat für ein nicht so starkes Energiefeld. Es kann in deinem eigenen Leben auch schon passiert sein. Auf jeden Fall sind das so Angriffspunkte. Und dann kommt halt mal wer länger zu Besuch. Ne? Genau. Oder kürzer. Kann auch sein bei den Fremdbeeinflussungen. Ja. Das verdreht genauso unsere Wahrnehmung und letztendlich formt das auch unsere Gesellschaft durch uns, durch unser Verhalten. Und wir merken es dann manchmal nicht mal. Genau. Liebe Scherwina, vielen Dank für das Gespräch heute, für deine Einladung und dass du dich so geöffnet hast. Und wenn du dich jetzt vielleicht fragst, was kannst du tun, wie kannst du erkennen, ob du eine Fremdenergie, eine Besetzung hast, wie kannst du dich spirituell entwickeln, dann komm gerne zu mir. Fragen rund um Fremdenergien und spirituelle Entwicklung beantworte ich dir gerne und ich helfe dir auch gerne weiter, was du als nächsten Schritt tun kannst in der spirituellen Entwicklung. Und wenn du fragst, habe ich Fremdenergien, welche sind das? Dann kann ich da einen Blick drauf werfen. Ich kann sehr, sehr vieles erkennen. Und ich habe auch Experten, zu denen ich dich dann weiter sende, die spezialisiert sind eben auf bestimmte Arten von Fremdenergiebefreiung. Und dann kann die spirituelle Entwicklung losgehen oder weitergehen. Vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Mal.